Hi Leute, heute schauen wir uns den Fall von Andrei Romanovich Chikatilo an. Doch bevor wir anfangen, eine kurze Triggerwarnung. Denn in diesem Fall kommen Misshandlungen von Kindern, Vergewaltigung, Kannibalismus und wirklich grausamen Morden vor. Ihr seid also gewarnt. Andrei Chikatilo gestand im Jahr 1990 56 Morde, als er gefasst wurde. Der brutale Mörder machte Jagd auf Kinder und junge Landstreicher und aß die Genitalien seiner Opfer. Andreis frühes Leben. Andrei Chikatilo wurde im Dorf Jabluschne im heutigen Sumskaja Oblast der ukrainischen SSR geboren. Seine Geburt fiel in die Zeit kurz nach der Hungersnot in der Ukraine, die durch Josef Stalins Zwangskollektivierung der Landwirtschaft ausgelöst wurde. Ukrainische Bauern waren gezwungen, ihre gesamte Ernte zur landesweiten Verteilung abzugeben. In der gesamten Ukraine herrschte eine Hungersnot und Berichte über Kannibalismus häuften sich. Chikatilos Mutter, Anna, erzählte ihm, dass sein älterer Bruder Stefan von hungernden Nachbarn entführt und ausgeschlachtet worden sei, obwohl nie unabhängig geklärt werden konnte, ob dies tatsächlich geschah. Diese düstere Kindheitserfahrung sollte sich als prägend für Chikatilos Leben erweisen, und ihre Schatten zogen sich durch seine späteren grausamen Taten. Chikatilos Eltern waren beide Landarbeiter und lebten in einer bescheidenen Einzimmerhütte. Als Kind teilte Chikatilo ein Einzelbett mit seinen Eltern. Leider litt er unter chronischem Bettnässen, was dazu führte, dass seine Mutter ihn bei jedem Vorfall beschimpfte und schlug. Als die Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg eintrat, wurde sein Vater Roman zur Roten Armee eingezogen und geriet nach einer Verwundung im Kampf in Gefangenschaft. Während des Krieges wurde Chikatilo Zeuge einiger Auswirkungen des Blitzkriegs, die ihn sowohl ängstigten als auch faszinierten. Einmal musste Chikatilo und seine Mutter hilflos zusehen, wie ihre Hütte bis auf die Grundmauern niederbrannte. Während Chikatilos Vater 1943 an der Front kämpfte, brachte Chikatilos Mutter ein kleines Mädchen zur Welt. Im Jahr 1949 kehrte Chikatilos Vater, der von den Amerikanern befreit worden war, nach Hause zurück. Statt für seinen Kriegsdienst belohnt zu werden, wurde er als Verräter gebrandmarkt, da er sich den Deutschen ergeben hatte. Diese stigmatisierende Erfahrung sollte das Leben der Familie Chikatilo nachhaltig beeinflussen und vielleicht sogar den düsteren Weg ebnen, den Andrei Chikatilo später einschlug. Chikatilo war als Kind schüchtern und fleißig und ein begeisterter Leser kommunistischer Literatur. Leider wurde er auch von seinen Mitschülern gemobbt. Während seiner Jugend stellte er fest, dass er an chronischer Impotenz litt, was seine soziale Unbeholfenheit und seinen Selbsthass verschlimmerte. Chikatilo war in der Gesellschaft von Frauen schüchtern. Sein einziges sexuelles Erlebnis als Teenager war, als er im Alter von 17 Jahren auf eine 11-jährige Freundin seiner jüngeren Schwester sprang und sie zu Boden rang, wobei er ejakulierte, als das Mädchen sich zu befreien versuchte. 1953 schloss dann Chikatilo die Schule ab und bewarb sich um ein Stipendium an der Moskauer Staatsuniversität. Obwohl er die Aufnahmeprüfung bestand, waren seine Noten nicht gut genug für eine Aufnahme. Zwischen 1957 und 1960 leistete Chikatilo dann seinen Wehrdienst. Die Ehe und Karriere als Lehrer. Im Jahr 1963 heiratete Chikatilo eine Frau, die ihm von seiner jüngeren Schwester vorgestellt wurde. Das Paar bekam einen Sohn und eine Tochter. Chikatilo behauptete später, dass sein eheliches Sexualleben minimal gewesen sei.
Nachdem seine Frau erkannt hatte, dass er keine Erektion aufrechterhalten konnte, vereinbarten sie, dass er äußerlich ejakulieren und dann mit seinen Fingern seinen Samen in ihre Vagina drücken könnte, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen. 1965 wurde ihre Tochter Ludmila geboren, gefolgt von ihrem Sohn Juri im Jahr 1969. 1971 schloss Chikatilo ein Fernstudium in russischer Literatur ab und erlangte seinen Abschluss in diesem Fach an der Universität Rostow. Chikatilo begann seine Karriere als Lehrer für russische Sprache und Literatur in Nowoschachtynsk. Seine Karriere als Lehrer endete im März 1981 nach mehreren Beschwerden wegen Kindesmissbrauchs an Schülern von beiderlei Geschlechtern. Chikatilo nahm schließlich eine Stelle als Versorgungskaufmann für eine Fabrik an. Die Morde. Im September 1978 zog Chikatilo nach Schachte, einer kleinen Kohlebergbaustadt in der Nähe von Rostow am Don, wo er seinen ersten dokumentierten Mord beging. Am 22. Dezember lockte er ein 9-jähriges Mädchen namens Jelena Zaktonova in ein altes Haus, das er heimlich gekauft hatte. Er versuchte sie zu vergewaltigen, schaffte es jedoch nicht, eine Erektion zu bekommen. Als das Mädchen sich wehrte, würgte er sie und stach dabei mit dem Messer auf das Kind ein. Anschließend warf Chikatilo Zaktonovas Leiche in einen nahegelegenen Fluss. Trotz eindeutiger Beweise, die Chikatilo mit dem Tod des Mädchens in Verbindung brachten, wie Blutflecken des Mädchens im Schnee in der Nähe von Chikatilos Haus und die detaillierte Beschreibung eines Mannes, der Chikatilo stark ähnelte und von einer Zeugin an der Bushaltestelle gesehen wurde, an der das Mädchen zuletzt lebendig gesehen wurde, wurde ein 25-jähriger Mann namens Alexander Kravtschenko verhaftet und wegen der Tat angeklagt. Kravtschenko hatte in seiner Jugend bereits eine Gefängnisstrafe wegen Vergewaltigung und Mord an einem Teenager-Mädchen verbüßt. Zunächst gestand Kravtschenko den Mord an Jelena Zaktonova, widerrief jedoch später sein Geständnis und beteuerte seine Unschuld. Er behauptete, dass sein Geständnis unter extremen Zwang entstanden sei. Trotz seines Widerrufs wurde Kravtschenko schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt, der damals höchstmöglichen Strafe. Aufgrund des Drucks seitens der Angehörigen des Opfers wurde Kravtschenko erneut vor Gericht gestellt und schließlich im Juli 1983 wegen des Mordes an Lena Zaktonova hingerichtet. Nachdem Zaktonova ermordet worden war, konnte Chikatilo nur noch durch das Erstechen und Töten von Frauen und Kindern sexuelle Erregung und einen Orgasmus erreichen. Später gab er an, dass ihn der Drang, die Erfahrung erneut zu durchleben, überwältigte. Chikatilo beging seinen nächsten Mord im September 1981, als er versuchte, in einem Wald in der Nähe des Donflusses Sex mit einer 17-jährigen Internatsschülerin namens Larissa Tkatschenko zu haben. Da es Chikatilo nicht gelang, eine Erektion zu bekommen, wurde er wütend und schlug sie zu Tode. Da er kein Messer zur Hand hatte, verstümmelte er ihren Körper mit seinen Zähnen und einem Stock. Bei seinem nächsten Mord an Beriuk gab Chikatilo jeglichen Widerstand gegen seine mörderischen Neigungen auf. Zwischen Juli und Dezember 1982 brachte er 6 weitere Opfer im Alter von 9 bis 19 Jahren um. Dabei entwickelte er ein Muster, in dem er sich Kindern, Ausreißern und jungen Landstreichern an Bus- oder Bahnhöfen näherte. Er lockte sie in nahegelegene Wälder oder abgelegene Gebiete und tötete sie dort. Dies geschah in der Regel durch Erstechen, Aufschlitzen und Ausweiden der Opfer mit einem Messer. Einige der Opfer wurden zusätzlich zu den zahlreichen Messerstichen erdrosselt oder zu Tode geprügelt. Auffällig war, dass viele der gefundenen Leichen Streifen in den Augenhöhlen aufwiesen.
Pathologen kamen zu dem Schluss, dass diese Verletzungen durch ein Messer verursacht wurde, was die Ermittler darauf schließen ließ, dass der Mörder seinen Opfern die Augen ausgestochen hatte. Chikatilos erwachsene weibliche Opfer waren oft Prostituierte oder obdachlose Frauen, die mit dem Versprechen von Alkohol oder Geld in abgelegene Gegenden gelockt werden konnten. Chikatilo versuchte normalerweise, mit diesen Opfern Geschlechtsverkehr zu haben, schaffte es jedoch meistens nicht, eine Erektion zu bekommen. Dies versetzte ihn in mörderischer Wut, insbesondere wenn die Frau sich über seine Impotenz lustig machte. Er konnte nämlich nur dann einen Orgasmus bekommen, wenn er das Opfer erstach. Seine kindlichen Opfer hingegen waren sowohl männlich als auch weiblich. Chikatilo lockte sie mit verschiedenen Tricks in abgelegene Gebiete, die normalerweise im ersten Gespräch mit dem Opfer entwickelt wurden. Beispielsweise bot er ihnen Hilfe oder Gesellschaft an, zeigte ihnen eine Abkürzung, bot ihnen die Möglichkeit, seltene Briefmarken, Filme oder Münzen anzusehen, oder lockte sie mit Essen oder Süßigkeiten. Sobald sie allein waren, überwältigte er diese Opfer, fesselte ihre Hände mit einem Seil auf dem Rücken und tötete sie dann. Die Untersuchung. Chikatilo beging erst im Juni 1983 wieder einen Mord, aber vor September tötete er noch 5 weitere Male. Die Ansammlung an Leichen und die Ähnlichkeiten zwischen den Verletzungsmustern der Opfer brachten die sowjetischen Behörden zu dem Schluss, dass ein Serienmörder sein Unwesen trieb. Am 6. September 1983 stellte dann der Staatsanwalt der UdSSR offiziell 6 der bisherigen Morde in Verbindung mit demselben Täter. Ein Team der Moskauer Polizei unter der Leitung von Major Michail Fetisov wurde nach Rostov am Don geschickt, um die Ermittlungen zu übernehmen. Fetisov konzentrierte sich auf Schachte und beauftragte den forensischen Analysten Viktor Bukharov mit der Leitung der Untersuchungen. Angesichts der extremen Grausamkeit der Morde konzentrierte sich die Polizei hauptsächlich auf psychisch kranke Bürger, Homosexuelle, bekannte Pädophile und Sexualstraftäter. Sie arbeiteten sich langsam durch alle bekannten Fälle und schlossen Verdächtige nach und nach aus. Eine Reihe junger Männer gestanden die Morde, jedoch handelte es sich meist um geistig behinderte Jugendliche, die die Verbrechen erst nach langen und oft brutalen Verhören zugaben. 3 bekannte Homosexuelle und ein verurteilter Sexualstraftäter begingen aufgrund der unerbittlichen Taktik der Ermittler Selbstmord. Doch obwohl die Polizei Geständnisse von den Verdächtigen erhielt, wurden weiterhin Leichen entdeckt, die bewiesen, dass die zuvor geständigen Verdächtigen nicht der gesuchte Mörder sein konnten. Im Oktober 1983 tötete Chikatilo eine 19-jährige Prostituierte und im Dezember einen 14-jährigen Schüler namens Sergei Markov. Die Morde gehen weiter. Im Januar und Februar 1984 beging Chikatilo 2 weitere Morde im Rostower Fliegerpark. Am 24. März lockte er einen 10-jährigen Jungen namens Dmitri Pataschnikow von einem Briefmarkenkiosk in Novoschachtinsk weg. Während er mit dem Jungen ging, wurde Chikatilo von mehreren Zeugen gesehen, die den Ermittlern eine ausführliche Beschreibung des Mörders geben konnten. Als Pataschnikows Leiche 3 Tage später gefunden wurde, entdeckte die Polizei einen Fußabdruck des Mörders, sowie Sperma- und Speichelproben auf der Kleidung des Opfers. Am 25. Mai tötete Chikatilo eine junge Frau namens Tatjana Petrosyan und ihre 11-jährige Tochter Svetlana im Wald außerhalb von Schachte. Petrosyan kannte Chikatilo bereits, mehrere Jahre vor ihrer Ermordung. Bis zum 19. Juli brachte er 3 weitere junge Frauen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren sowie einen 13-jährigen Jungen ums Leben. Im Sommer 1984 wurde Chikatilo aufgrund von Diebstahlvorwürfen von seiner Arbeit als Versorgungsangestellter entlassen.
Die Anklage gegen Chikatilo wurde im vergangenen Februar erhoben und er wurde aufgefordert, stillschweigend zurückzutreten. Er weigerte sich jedoch, da er die Vorwürfe bestritt. Am 11. August fand Chikatilo eine neue Anstellung als Versorgungskaufmann in Rostow. Am 2. August tötete Chikatilo ein 16-jähriges Mädchen namens Natalia Golowskaja im Park Aviatrov. Am 7. August brachte er ein 17-jähriges Mädchen am Ufer des Don um, bevor er auf eine Geschäftsreise in die usbekische Hauptstadt Taschkent flog. Als Chikatilo am 15. August nach Rostow zurückkehrte, hatte er bereits eine junge Frau und ein 12-jähriges Mädchen getötet. Innerhalb von 2 Wochen wurde in Rostow ein 11-jähriger Junge erdrosselt, kastriert und mit ausgestochenen Augen aufgefunden, bevor er am 6. September eine junge Bibliothekarin namens Irina Luchinskaja im Rostower Fliegerpark getötet wurde. Die Verhaftung und Freilassung. Am 13. September 1984, genau eine Woche nach seinem 15. Mord in diesem Jahr, wurde Chikatilo von einem verdeckten Ermittler dabei beobachtet, wie er versuchte, junge Frauen von einem Busbahnhof in Rostow wegzulocken. Er wurde danach verhaftet und eingesperrt. Bei der Durchsuchung seiner Habseligkeiten wurde ein Messer und ein Seil gefunden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass einer seiner früheren Arbeitgeber gegen ihn wegen geringfügigen Diebstahls ermittelt hatte und den Ermittlern das gesetzliche Recht einräumte, ihn für einen längeren Zeitraum festzuhalten. Chikatilos zweifelhafter Hintergrund wurde aufgedeckt und seine körperliche Beschreibung stimmte mit der des Mannes überein, der im März mit Dmitri Pataschnikow gesehen wurde. Diese Faktoren reichten jedoch nicht aus, um ihn wegen der Morde zu verurteilen. Er wurde wegen Diebstahls bei seinem früheren Arbeitgeber für schuldig befunden und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach 3 Monaten Haft wurde er am 12. Dezember 1984 freigelassen. Doch davor, am 8. Oktober 1984, schrieb der Leiter der russischen Staatsanwaltschaft Chikatilo offiziell 23 Morde in einem einzigen Fall zu und ließ alle Anklagen gegen die geistig behinderten Jugendlichen fallen, die zuvor die Morde gestanden hatten. Nach der Ermordung von Irina Luchinskaja am 6. September wurden keine weiteren Leichen gefunden, die die Verstümmelungen von Chikatilos Morden trugen, was die Ermittler in Rostow zu der Vermutung veranlasste, dass der unbekannte Mörder möglicherweise in einen anderen Teil der Sowjetunion gezogen war und dort weiter tötete. Die Polizei von Rostow verschickte Bulletins an alle Strafverfolgungsbehörden in der gesamten Sowjetunion, in denen sie das Muster von Wunden beschrieb, die ihr unbekannter Mörder seinen Opfern zugefügt hatte, und um Rückmeldung von allen Polizeikräften bat, die Mordopfer mit Wunden entdeckten, die denen der gefundenen Opfer entsprachen. Doch die Reaktion danach war negativ. Keine andere Polizei hatte Mordopfer gefunden, deren Wunden mit der Beschreibung im Bulletin übereinstimmten. Die Spätmorde und die Fahndung. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis fand Chikatilo eine neue Stelle in Nowocherkassk und hielt sich zurück. Er beging erst am 31. Juli 1985 wieder einen Mord, als er eine junge Frau in der Nähe des Flughafens Domodedowo bei Moskau tötete. Einen Monat später tötete er eine weitere Frau in Schachty. Beide Opfer standen im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem Mörder. Im November 1985 wurde ein Sonderstaatsanwalt namens Isa Kostojew mit der Überwachung der Ermittlungen betraut. Die bekannten Morde rund um Rostow wurden sorgfältig erneut untersucht und die Polizei begann eine weitere Befragungsrunde bekannter Sexualstraftäter. Im folgenden Monat verstärkten die Milizen und die freiwillige Volksdruschina die Patrouillen an den Bahnhöfen rund um Rostow.
Die Polizei holte auch den Psychiater Dr. Alexander Burkanowski zu Rate. Die erste derartige Konsultation im Rahmen einer Serienmörderermittlung in der Sowjetunion. Burkanowski erstellte für die Ermittler ein 65-seitiges psychologisches Profil des unbekannten Mörders. Er beschrieb den Täter als einen Mann im Alter zwischen 45 und 50 Jahren mit durchschnittlicher Intelligenz. Wahrscheinlich war er verheiratet oder hatte bereits eine Ehe hinter sich. Allerdings war er auch ein Sadist, der sexuelle Erregung nur empfinden konnte, wenn er seine Opfer leiden sah. Burkanowski argumentierte zudem, dass die Arbeit des Mörders regelmäßiges Reisen erforderte, da viele der Morde an Wochentagen in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln und im gesamten Oblast Rostow stattfanden. Basierend auf den tatsächlichen Wochentagen, an denen die Morde begangen wurden, war der Täter höchstwahrscheinlich an einem Arbeitsplan gebunden. Chikatilo verfolgte die Ermittlungen aufmerksam, las die Zeitungsberichte über die Fahndung nach dem Mörder und hielt seine mörderischen Triebe unter Kontrolle. Es ist nicht bekannt, dass er im gesamten Jahr 1986 einen Mord begangen hat. 1987 beging Chikatilo 3 Morde, jedes Mal während er auf Geschäftsreisen weit entfernt von der Oblast Rostow war. Keiner dieser Morde stand in Verbindung mit der Fahndung in Rostow. Chikatilos erster Mord im Jahr 1987 wurde im Mai begangen, als er in Rewta einen 13-jährigen Jungen namens Oleg Makarenkow tötete. Im Juli tötete er einen weiteren Jungen in Zaporoschje und im September einen dritten in Leningrad. Im Jahr 1988 beging Chikatilo 3 Morde. Im April tötete er eine unbekannte Frau in Krasny Sulin. Im Mai und Juli ermordete er 2 Jungen. Obwohl sein erster Mord ähnliche Wunden wie die der Opfer der Fahndung zwischen 1982 und 1985 aufwies, waren die Ermittler unsicher, ob sie diesen Mord mit den laufenden Untersuchungen in Verbindung bringen sollten, da die Frau mit einer Betonplatte getötet worden war. Im Mai tötete Chikatilo einen 9-jährigen Jungen in Ilovaisk, Ukraine. Die Wunden des Jungen ließen keinen Zweifel daran, dass der Mörder erneut zugeschlagen hatte, und dieser Mord stand in Verbindung mit der Fahndung. Am 14. Juli tötete Chikatilo einen 15-jährigen Jungen namens Jewgeni Muratov am Bahnhof Don Leschos in der Nähe von Schachte. Auch dieser Mord stand im Zusammenhang mit den Ermittlungen, obwohl seine Leiche erst im April 1989 gefunden wurde. Chikatilo beging erst am 8. März 1989 wieder einen Mord, als er ein 16-jähriges Mädchen in der leerstehenden Wohnung seiner Tochter tötete. Er zerstückelte ihren Körper und versteckte die Überreste in einem Abwasserkanal. Da das Opfer zerstückelt war, brachte die Polizei diesen Mord nicht mit den laufenden Ermittlungen in Verbindung. Zwischen Mai und August tötete Chikatilo 4 weitere Opfer, 3 davon in Rostow und Schachte, obwohl nur 2 der Opfer mit dem Mörder in Verbindung gebracht wurden. Am 14. Januar 1990 tötete Chikatilo einen 11-jährigen Jungen in Schachte. Am 7. März tötete er im Botanischen Garten von Rostow einen 10-jährigen Jungen namens Jaroslav Makarov. Die ausgeweidete Leiche wurde am nächsten Tag gefunden. Am 11. März führten die leitenden Ermittler unter der Leitung von Michail Fetisov ein Treffen durch, um den Fortschritt bei der Jagd nach dem Mörder zu besprechen. Fetisov stand unter starkem Druck von der Öffentlichkeit, der Presse und dem Innenministerium in Moskau, den Fall aufzuklären. Die Intensität der Fahndung war zwischen 1985 und 1987 zurückgegangen, als Chikatilo nur 2 Morde begangen hatte, die eindeutig mit dem Mörder in Verbindung gebracht werden konnten. Bis März 1990 wurden 6 weitere Morde mit dem Täter in Verbindung gebracht.
Fetisov stellte in einigen Bereichen der Ermittlungen Nachlässigkeiten fest und warnte davor, dass Personen entlassen würden, wenn der Mörder nicht bald gefasst würde. Bis zum August 1990 beging Chikatilo 3 weitere Morde. Am 4. April tötete er eine 31-jährige Frau in einem Waldstück in der Nähe des Bahnhofs Donliches. Am 28. Juli lockte er einen weiteren 13-jährigen Jungen von einem Bahnhof in Rostov weg und tötete ihn im Botanischen Garten von Rostov. Am 14. August tötete er einen 11-jährigen Jungen im Schilf nahe dem Strand von Novocherkassk. Die Schlinge zieht sich zu. Die Entdeckung weiterer Opfer führte zu einem umfangreicheren Einsatz der Polizei. Nachdem mehrere Opfer an Bahnhöfen entlang einer Bahnstrecke in der Oblast Rostov gefunden worden waren, schlug Viktor Burakov, der seit 1982 an der Jagd nach dem Mörder beteiligt war, einen Plan vor. Dieser Plan sah vor, alle größeren Bahnhöfe in der Oblast Rostov mit einer auffälligen uniformierten Polizeipräsenz zu besetzen, um den Mörder von weiteren Angriffsversuchen an diesen Orten abzuhalten. Gleichzeitig sollten verdeckte Ermittler die kleineren und weniger frequentierten Stationen patrouillieren, um seine Aktivitäten besser zu bemerken. Der Plan wurde genehmigt und sowohl die uniformierten als auch die verdeckten Ermittler erhielten den Auftrag, jeden erwachsenen Mann in Begleitung einer jungen Frau oder eines Kindes zu befragen und deren Namen und Passnummer zu notieren. Insgesamt wurden 360 Männer an allen Stationen der Oblast Rostov eingesetzt, während nur verdeckte Ermittler an den 3 kleinsten Stationen Kirpitschnaja, Donleskos und Lesostep entlang der Route eingesetzt wurden, an denen der Mörder am häufigsten zuschlug. Das Ziel war es, den Mörder dazu zu zwingen, an einer dieser 3 Stationen zuzuschlagen. Die Operation wurde am 27. Oktober 1990 durchgeführt. Am 30. Oktober fand die Polizei am Bahnhof Donleskos die Leiche eines 16-jährigen Jungen namens Vadim Gromov. Gromov war bereits am 17. Oktober, also 10 Tage vor der Umsetzung der Initiative, getötet worden. Am Tag, als Gromovs Leichnam entdeckt wurde, lockte Chikatilo einen weiteren Jugendlichen namens Viktor Titschenko, der 16 Jahre alt war. Dies geschah am Bahnhof Kirpitschnaja, wo auch verdeckte Ermittler seine Aktivitäten überwachten. Chikatilo lockte Tischenko aus seinem Zug und brachte ihn in einem nahegelegenen Wald um. Die Überwachung. Am 6. November 1990 ermordete und verstümmelte Chikatilo eine 22-jährige Frau namens Sveta Korostik in einem Waldgebiet in der Nähe des Bahnhofs Donleskos. Während er den Tatort verließ, wurde er von einem verdeckten Ermittler beobachtet. Der Polizist sah, wie Chikatilo zu einem Brunnen ging und sich dort die Hände und das Gesicht wusch. Als Chikatilo sich der Wache näherte, fiel dem verdeckten Ermittler auf, dass an den Ellbogen seines Mantels Gras und Erdflecken hafteten. Zudem hatte Chikatilo einen kleinen roten Fleck auf seiner Wange. Dies weckte das Misstrauen des Polizisten. In dieser Jahreszeit begaben sich die Menschen üblicherweise in den Wald in der Nähe des Bahnhofs, um wilde Pilze zu sammeln, was in Russland eine beliebte Freizeitaktivität ist. Chikatilo unterschied sich jedoch von den typischen Waldbesuchern, da er formell gekleidet war und eine Nylon-Sporttasche bei sich trug, die nicht für den Transport von Pilzen geeignet war. Der Polizist hielt Chikatilo an und überprüfte seine Papiere. Da es jedoch keinen Grund zur Festnahme gab, ließ der Polizist ihn wieder gehen. Nach seiner Rückkehr ins Büro reichte der Polizist eine formelle Routineanzeige ein und vermerkte den Namen der Person, die er am Bahnhof kontrolliert hatte. Am 13. November wurde die Leiche von Korostik entdeckt.
Die Polizei rief den für die Überwachung der Doloskes-Station verantwortlichen Beamten herbei und überprüfte die Berichte aller Männer, die in der Vorwoche angehalten und befragt worden waren. Chikatilos Name tauchte in diesen Berichten auf und mehrere an dem Fall beteiligte Beamte kannten seinen Namen bereits, da er bereits 1984 befragt und 1987 auf die Verdächtigenliste gesetzt worden war. Nach der Rücksprache mit Chikatilos aktuellen und ehemaligen Arbeitgebern konnten die Ermittler feststellen, dass Chikatilo zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Städten untergebracht war, zu Zeiten, in denen mehrere Opfer im Zusammenhang mit den Ermittlungen getötet wurden. Ehemalige Kollegen aus Chikatilos Lehrzeit teilten den Ermittlern mit, dass er aufgrund von Beschwerden über sexuelle Übergriffe seitens mehrerer Schüler gezwungen war, von seinem Lehrposten zurückzutreten. Am 14. November überwachte die Polizei Chikatilo. In verschiedenen Fällen, insbesondere in Zügen oder Bussen, wurde beobachtet, wie er sich alleinstehenden jungen Frauen oder Kindern näherte und versuchte, sie in Gespräche zu verwickeln. Wenn die Frau oder das Kind das Gespräch abbrach, wartete Chikatilo ein paar Minuten und suchte dann einen anderen Gesprächspartner. Nach 6 Tagen der Überwachung verließ Chikatilo am 20. November sein Haus mit einer Gallonenflasche Bier, durchstreifte Novocherkassk und versuchte Kontakt zu Kindern aufzunehmen, die er unterwegs traf. Beim Verlassen eines Cafés wurde Chikatilo von 4 in Zivil gekleideten Polizisten dann festgenommen. Die endgültige Verhaftung. Bei seiner Festnahme gab Chikatilo eine Erklärung ab, in der er behauptete, der gegen ihn erhobene Verdacht sei ein Fehler. Er beschwerte sich darüber, dass er bereits 1984 wegen derselben Mordserie verhaftet worden sei. Doch bei einer Leibesvisitation des Verdächtigen wurde ein weiteres Beweisstück gefunden. Einer von Chikatilos Fingern wies eine Fleischwunde auf. Medizinische Gutachter kamen zu dem Schluss, dass die Wunde tatsächlich von einem menschlichen Biss stammte. Chikatilos vorletztes Opfer war ein körperlich starker 16-jähriger Jugendlicher. Am Tatort hatte die Polizei zahlreiche Anzeichen für einen erbitterten körperlichen Kampf zwischen dem Opfer und seinem Mörder gefunden. Obwohl sich später herausstellte, dass sein Fingerknochen gebrochen war und sein Fingernagel abgebissen worden war, hatte Chikatilo wegen der Wunde nie einen Arzt aufgesucht. Eine Durchsuchung von Chikatilos Habseligkeiten ergab, dass er zum Zeitpunkt seiner Festnahme im Besitz eines Klappmessers gewesen war. Chikatilo wurde in einer Zelle im KGB-Hauptquartier in Rostov untergebracht, zusammen mit einem Informanten der Polizei, der angewiesen wurde, Chikatilo in ein Gespräch zu verwickeln und ihm alle möglichen Informationen zu entlocken. Am nächsten Tag, dem 21. November, begann die formelle Befragung von Chikatilo, durchgeführt von Isa Kostojew. Die von der Polizei gewählte Strategie, um ein Geständnis zu erzwingen, bestand darin, Chikatilo glauben zu machen, er sei ein sehr kranker Mann, der medizinische Hilfe benötigte. Die Absicht dieser Strategie bestand darin, Chikatilo Hoffnung zu geben, dass er im Falle eines Geständnisses nicht wegen Wahnsinns strafrechtlich verfolgt würde. Die Polizei wusste, dass es sich bei ihrem Fall gegen Chikatilo größtenteils um Indizien handelte, und nach sowjetischem Recht hatten sie 10 Tage Zeit, um einen Verdächtigen legal festzuhalten, bevor sie ihn entweder anklagten oder freiließen. Während der Vernehmung bestritt Chikatilo wiederholt, die Morde begangen zu haben, gestand jedoch während seiner Karriere als Lehrer seine Schüler missbraucht zu haben. Er verfasste auch mehrere schriftliche Aufsätze für Kostojew, die zwar ausweichende Angaben zu den tatsächlichen Morden machten, aber psychologische Symptome aufdeckten, die denen von Dr. Buchanowski aus dem Jahr 1985 entsprachen.
Die von Kostojew angewandten Verhörtaktiken könnten auch dazu geführt haben, dass Chikatilo in die Defensive geriet. Der Informant teilte der Polizei mit, dass Chikatilo ihm wiederholt direkte Fragen zu den Verstümmelungen gestellt habe, die den Opfern zugefügt wurden. Chikatilos Geständnis. Am 29. November wurde auf Ersuchen von Burakow und Fetisov Dr. Alexander Bukhanowski, der Psychiater, der 1985 das psychologische Profil des damals unbekannten Mörders für die Ermittler erstellt hatte, eingeladen, bei der Befragung des Verdächtigen zu helfen. Bukhanowski las Chikatilo Auszüge aus seinem 65-seitigen psychologischen Profil vor. Innerhalb von 2 Stunden gestand Chikatilo 36 Morde, die die Polizei mit dem Mörder in Verbindung gebracht hatte, obwohl er 2 weitere Morde bestritt, die ursprünglich mit ihm in Verbindung gebracht worden waren. Am 30. November wurde er offiziell wegen jedes dieser 36 Morde angeklagt, die alle zwischen Juni 1982 und November 1990 begangen worden waren. Chikatilo gestand auch weitere 20 Morde, die in keinem Zusammenhang mit dem Fall standen. Dies lag entweder daran, dass die Morde außerhalb der Oblast Rostov begangen worden waren, dass die Leichen nicht gefunden wurden oder, im Fall von Jelena Zakhnova, weil ein unschuldiger Mann für den Mord verurteilt und hingerichtet worden war. Im Dezember 1990 führte Chikatilo die Polizei zur Leiche von Alexei Kobotov, einem Jungen, den er 1989 gestanden hatte, getötet zu haben. Die Leiche befand sich in einem Waldstück in der Nähe eines Schachtel-Friedhofs, was zweifelsfrei bewies, dass er der Mörder war. Später führte er die Ermittler zu den Leichen von 2 weiteren Opfern, deren Tötung er gestanden hatte. 3 der 56 Opfer, die Chikatilo gestanden hatte, getötet zu haben, konnten weder gefunden noch identifiziert werden. Dennoch wurde Chikatilo beschuldigt, zwischen 1978 und 1990 53 Frauen und Kinder getötet zu haben. Er wurde in derselben Zelle in Rostov am Don festgehalten, in der er am 20. November festgenommen worden war, um auf den Prozess zu warten. Die psychiatrische Untersuchung. Am 20. August 1991, nach Abschluss des Verhörs von Chikatilo und der Rekonstruktion aller Morde an den jeweiligen Tatorten, wurde Chikatilo ins Serbsky-Institut in Moskau überführt. Dort unterzog man ihn einer 6-tägigen psychiatrischen Untersuchung, um festzustellen, ob er geistig zurechnungsfähig war und vor Gericht gestellt werden konnte. Dr. Andrei Kanchenko, ein leitender Psychiater, analysierte Chikatilo und erklärte ihn am 18. Oktober für geistig gesund. Im Dezember 1991 gab die Polizei Details zur Verhaftung von Chikatilo sowie eine kurze Zusammenfassung seiner Verbrechen an die frisch befreiten Medien weiter. Der Prozess und die Hinrichtung. Der Prozess gegen Andrei Chikatilo war das erste bedeutende Ereignis im postsowjetischen Russland. Am 14. April 1992 stand Chikatilo vor Gericht in Rostov. Während des Prozesses wurde er in einem Eisenkäfig in einer Ecke des Gerichtssaals festgehalten, um ihn vor den Angriffen der zahlreichen hysterischen und wütenden Angehörigen seiner Opfer zu schützen. Chikatilos Kopf war rasiert worden, eine Standardvorsichtsmaßnahme im Gefängnis gegen Läuse. Die Angehörigen der Opfer richteten regelmäßig Drohungen und Beleidigungen an Chikatilo und forderten die Behörden auf, ihn freizulassen, damit sie Selbstjustiz üben konnten. Jeder Mord wurde einzeln besprochen und bei mehreren Gelegenheiten
brachen die Angehörigen in Tränen aus, wenn sie Einzelheiten über den Mord an ihren Verwandten ans Licht kamen. Einige fielen sogar in Ohnmacht. Chikatilo unterbrach den Prozess regelmäßig, indem er sich entblößte, sang und sich weigerte, Fragen des Richters zu beantworten. Aufgrund dieser Unterbrechungen wurde er mehrmals aus dem Gerichtssaal entfernt. Am 13. Mai widerrief Chikatilo seine Geständnisse zu 6 der zuvor eingeräumten Morde. Im Juli 1992 forderte Chikatilo die Ablösung des Richters wegen voreiliger Bemerkungen über seine Schuld. Sein Verteidiger unterstützte diese Klage, ebenso der Staatsanwalt, der erklärte, der Richter habe tatsächlich zu viele solcher Bemerkungen gemacht. Der Richter entschied jedoch, den Staatsanwalt zu ersetzen. Am 9. August legten sowohl die Anklage als auch die Verteidigung ihre letzten Argumente vor dem Richter dar. Chikatilo versuchte erneut das Verfahren zu unterbrechen und wurde aus dem Gerichtssaal entfernt. Das endgültige Urteil wurde auf den 14. Oktober verschoben. Als die abschließenden Beratungen begannen, warf der Bruder von Ludmila Alexejewa, einem 17-jährigen Mädchen, das im August 1984 von Chikatilo getötet wurde, einen schweren Metallklumpen auf Chikatilo, traf ihn in die Brust und wurde von den Angehörigen anderer Opfer vor einer Festnahme geschützt. Am 14. Oktober trat das Gericht erneut zusammen und der Richter verlas die Liste der Morde erneut, bis sie erst am nächsten Tag fertig wurde. Am 15. Oktober wurde Chikatilo für 52 der 53 Morde für schuldig befunden und für jedes Vergehen zum Tode verurteilt. Als Chikatilo das Urteil hörte, trat er mit der Bank gegen seinen Käfig und begann Beschimpfungen zu schreien. Ihm wurde eine letzte Gelegenheit geboten, eine Rede zu halten, jedoch schwieg er. Nach der Urteilsverkündung erklärte der Richter Leonid Achopsjanov: Angesichts der ungeheuerlichen Verbrechen, die er begangen hat, hat dieses Gericht keine andere Wahl, als die einzige Strafe zu verhängen, die er verdient hat. Deshalb verurteile ich ihn hiermit zum Tode.